Wunderlich ist schon eine große Nummer in der BMW-Motorradwelt, aber wir wollen noch eine große Nummer in der restlichen Motorradwelt werden. Und da gibt es heute Abend ein bisschen was zu präsentieren, nämlich unsere neue Marke Wunderlich Adventure. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kann euch direkt mal mit hineinnehmen in die heiligen Hallen. Es gibt viele, viele Neuerungen an diesem Wochenende bei der Firma Wunderlich. Was genau, wie es genau ausschaut, das erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Wir sind hier bei uns in der Entwicklung. Hinter uns befindet sich unsere Projektkistenwand. Da sind alle neue Produkte eingelagert, an denen wir gerade arbeiten. Alle neuen Projekte. Und diese Projektwand, die hat sich in letzter Zeit richtig gefüllt mit neuen Produkten, die es so bei uns hier im Haus noch nicht gegeben hat. Es ist absolutes Neuland und die Aufregung steigt langsam. Besonders wenn man sich so vor Augen führt, dass man auf diesen Punkt jetzt mit dem gesamten Entwicklungsteam, mit der Marketingabteilung, mit allen, die hier mitwirken und schaffen, ihr seid jetzt im guten halben Jahr darauf hinarbeitet. Ne? Also man merkt, die Spannung steigt und das ist etwas Großes für die Firma. Viel Arbeit, viel Liebe, ja, und wir hoffen, es gefällt allen. Das wird ein Adventure. Ihr könnt gespannt sein. Es wird eine Weltpremiere für die Firma Wunderlich geben. Wir werden uns auf leicht neues Territorium wagen und das wird richtig gut. Seid gespannt. Wir freuen uns sehr und es blickt in die Zukunft und in die richtige Richtung auch. So, hi. Tag. Na, ja, wie geht's? Hier bei Wunderlich. Hier bei Wunderlich. Ich begleite das jetzt seit 4 Monaten. Großartig. Ich hoffe, das finden unsere Gäste auch. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt und heute wird einfach präsentiert oder so die Erkenntnis oder die Information, dass Wunderlich jetzt die hochwertigen Sachen, die wir schon lange für BMW machen, auch für andere Marken machen wollen. Gute Vorauswahl getroffen an den Journalisten. Ne, so. Ja, definitiv. Also viele. bunt gemischt, definitiv. Ja. Das ist sehr, sehr cool, dass auch ein paar Internationale dabei sind. Ne? Das hatten wir ja länger auch schon mal geplant, dass wir mal einen Mediaabend machen mit allen internationalen Kontakten. Das ist natürlich jetzt ein super Anlass. Ne? Einerseits für die Anfahrt und dann auch nochmal für unseren Lounge heute. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier, was die Neues auspacken hier. Weißt du denn schon was? Ich weiß schon was, ja. Du ahnst was? Ich weiß schon was. Ist der Job, Mann, gut informiert sein, ja, das ist das A und O, ne? Vorher mehr wissen als die anderen, ne? Wir sind immer wieder angesprochen worden, macht doch für unsere Marke auch was. Und jetzt zeigen wir einfach an einem ersten Motorrad, was wir alles so in der Zwischenzeit entwickelt haben, was für alle Adventure-Fahrer richtig interessant wird. Es sind nur nicht mehr ausschließlich Motorräder der Marke BMW, sondern wir nehmen uns jetzt von renommierten oder großen Motorradherstellern ihre Adventure-Bikes und personalisieren, modifizieren diese, um für die große Tour gerüstet und gewappnet zu sein. Ja, also wirklich. Heute jetzt jeder gerade ein Foto Überwältigt. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Die gesamte Motorradwelt, also zumindest mal die gesamte Motorradpressewelt im Haus zu haben, ist ein Ritterschlag und wir sind total happy. Ja, also ich bin wirklich von den Socken. Also hier Complete Your BMW und jetzt Complete Your Harley Davidson. Das ist ja wirklich eine interessante News für die Branche. Mutig, polarisiert natürlich mit diesem Adventure-Brand mit Harley Davidson anzufangen. Aber ich denke, für Wunderlich eröffnen sich da tolle Perspektiven. Also ist
wirklich, muss ich sagen, ich bin überrascht. Ja, nicht nur für Wunderlich, auch für den Kunden eröffnen sich Perspektiven. Also ich meine, das muss man erstmal verdauen, ne? Ja, okay. Da kommt der Herbert Schwarz mit der Pan American reingefahren. Das ist schon eine große Nummer. Also ich bin schwer begeistert. Hier gibt es wirklich eine Menge zu sehen gerade. Felix? Ich bin happy. Ein großer Stein vom Herzen gefallen. Ja, und ich bin froh, dass wir mit den News jetzt raus konnten. Jetzt kann man den Abend genießen, ne? Jetzt wird's Gespräche cool. führen und so. Ja. Jetzt, also ich bin wirklich froh, dass das alles so gelaufen ist und die Reaktion ist ja wirklich positiv. Also super, super, super. Oder ich hoffe, dass die Resonanz auch gut wird jetzt, ne, nach dem Event. Wir haben uns auch richtig Mühe gegeben hier. Und dann warten wir, was jetzt so auf die nächsten Wochen auf uns an Arbeit zukommt. Ich habe so ein bisschen Gerüchte gehört, ich dachte, Triumph kommt. Ja. Herbert Schwarz hat man gehört, aber kann ja dann noch kommen. Ne, du hast ja wahrscheinlich schon erzählt. Genau, kann ja kommen. Herbert Schwarz war nämlich wohl neulich unterwegs mit der Triumph in Südamerika. Hat man gehört. Deswegen war ich jetzt fest davon überzeugt, dass die Tiger vorfahren. Harley ist natürlich extrem überraschend, aber macht natürlich total Sinn. Ne? Also Harley war ja super mutig mit dem Motorrad, das zu bringen. Wenn man jetzt sagt, naja, also bei Harley und Zubehör ist ja, mehr geht ja nicht. Aber ob es jetzt das richtige Adventure-Zubehör gibt, bei Harley, weiß man nicht. Also da ist es, genau, das als erstes Motorrad zu nehmen, klar, perfekt. Damit gerechnet habe ich nicht, aber ich muss sagen, das ist eine gute Geschäftsidee. Weil ich glaube, mit Wunderlich Adventure, da kann man was draus machen. Der Name selber ist gut und Adventure ist sowieso in. Und ich glaube schon, dass die es schaffen, die Dinge zusammenzufügen. Was wir natürlich jetzt noch nicht so genau greifen abschätzen können, ist, welches Adventure-Bike denn da als nächstes folgen wird. Und ja, da könnt ihr noch ein bisschen gespannt bleiben. Mit der Pan America ist ein tolles Motorrad. Ich konnte sie schon ausgiebig testen, Probe fahren und verbessern. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt, verbessern, personalisieren. Wir fangen einfach an mit der Marke Harley-Davidson und das wird aber nicht nur dabei bleiben, sondern wir wollen uns schon weitere Motorradmarken in der Zukunft vornehmen. Ich würde mal sagen, am Anfang des Videos hätte keiner gedacht, dass er heute eine Harley sieht bei Wunderlich. Ich schätze es einfach mal so. Ihr habt es aber mitbekommen, es ist eine Riesenneuerung, es ist ein ganz, ganz neues Thema. Wir freuen uns extrem darauf, in der Zukunft natürlich auch noch für euch ein bisschen dazu berichten. Und damit wir weiter berichten können, müsst ihr hier die Glocke, Dingelding und abonnieren und so. Ihr kennt das ja aus den anderen YouTube-Videos. In diesem Sinne, wir freuen uns, euch wiederzusehen. Bis dann. Ciao.